Vandaag waren to all de YouTube-vriend. En vandaag willen we ons im Katechism vrouw nummer 2 verstellen. De Plautdietschet Katechism en vrouw nummer 2. En de vrouw zegt es dit. Moet een mens niet ook voor zijn levensunterhalt zorgen? En de antwoord daarop zegt, jo op een christlichen weg, zodat we dat eerste naar God zijn recht en zijn gerechtigheid trachten. Zo het laatste Mal aan de vrouw nummer 1. En die vrouw weer zo dat we zullen ons verstellen, wat het wichtigste is im Leben. Dan natuurlijk, het wichtigste im Leben is dat we naar God zijn recht trachten. En op dat punt dan, en op dat volgt dan al het andere. Zo van der willen we ons een klein beetje verstellen, wat is dan wichtig voor ons körperliches Leben op de wereld te doen. En we zullen op een christelijke weg ons leven verzorgen, zegt het hier. En er zijn wel een paar versen uitgegeven, ik wil die vers lezen, en een paar gedanken eruit nemen voor deze leer van jou. Jezus zegt, es steht in Matthäus Kapitel 6, vers 31, de vers wat hier im Katechismus uitgegeven is, hij zegt zo, vers 31 tot 34, hij zegt, je zullen niet zorgen en zijn, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? Dat zijn alles zorgen die de volken zich merken. Aber jien voor am Himmel weet dat je dat alle brukken. Aber zeg dat eerst naar God zijn recht en zijn gerechtigheid, dan wil je dat andere ook alle krijgen. Deswegen merkt je niet zorgen om dat wat morgen komen zal. Morgen wordt voor zichzelf zorgen. Jeder dag heeft voor zich genoeg trouble. Waarom denken we, na Jezus krijgt dit besonders op zorgen? Is dat vielleicht doorheen, wenn Jezus dat wist, dat het ganz grootste ding wat de mens met je plicht is? Zorgen voor zijn leven, zorgen voor wat geld te weten, zorgen voor wat je de kosten betonen, vielleicht eten betonen, oder vielleicht rent betonen, oder toelingsmerken om huis, wat immer die dingen dan zijn, man. Is het vielleicht doorheen, wenn Jezus wist dat dit het ganz grootste wie met je plicht is? Hört van de andere dingen reden, kon ik wel van andere dingen een klein beetje op en nach, maar ik dacht, het moet een paar weer zijn van zorgen. Wer von uns dat nicht sorgen? Dat is ons verboden. Ons is verboden dat we zorgen dan. En ik wil hiermit niet mensen rechten en mensen een oordeel uitspreken wat zorgen dan. We weten, God is gnädig, Jezus is ons gnädig en hij heeft ons vergeven, wanneer we recht doen. Aber zorgen wiest du noch aan dat we vielleicht nicht so sehr dat eerste getracht haben und Gott zijn recht als wir so. Und das sind hier die Vers, in Vers 33 sagt, wir sollen erst nach Gott sein Recht trachten. Da reden wir in die erste Lehre von dem Katechismus, wir sollen erst nach Gott sein Recht trachten. Wenn wir dort tun, wenn wir dort vorig haben, dann ist das zweite Nebensache. Und wir sollen nicht sorgen. Und ich will bloß uns gleich in diese Frage mit fertigstellen. Wo sagt wir sorgen? Jesus sagt, wir sollen nicht. Nicht bloß, dass wir sorgen, Dinge, so eine Dinge aus uns dann notdürftig sind. Wir sorgen noch sogar Dinge, die nicht mehr nötig sind. Vielleicht sorge ich wieder wenn Menschen uns vielleicht wollen anchecken. Vielleicht sorge ich wieder dass wir vielleicht nicht ganz entfernt haben aus der nächsten Haft. Wir haben vielleicht sortieren, wir haben vielleicht untertragen, vielleicht nicht sind scheinend aus der nächsten, vielleicht nicht sind schmackend aus der nächsten, oder sind direkt aus der nächsten, aber wir merken uns Sorgen die immer. Was die Sorgen, weil wir so eine Sorgen haben, was tun die Sorgen uns wiesen, von wo wir an Gott denken dann. Bloß ein Beispiel merken von das. En dat je ons vielleicht dan wat zum Überdenken. Wo würde ein Vater sich fühlen, wenn seine kleinen Kinder würden ankommen und jammerieren und schlimm, wo das worden würde? Als du morgen noch was eten sind und kommen am Eisshop. Als du würden Kleider sind im Antragen. Als sie würden genug haben für den nächsten Tag. Der Vater würde sich so fühlen, die Kinder hatten nicht vertrauen ab am. Der Vater würde sich so fühlen, die Kinder bedeuten dort, als er gut möglich merken kann, ihn zu versorgen. Aber ist das Bild anders von uns und Gott gegenüber? Wo würde Jesus sich fühlen, wenn Jesus persönlich mangt uns, wir von der Charakter zusammen manchen, wir, und jene würden dann am Hand, so ist das fair geklärt, beschworen leben wir. Ich glaube, wir sagen dann das noch ohne Handwiesen, dass wir ab den Grund ist, wir in die erste Frage im Katechismus sein, denn wir sollen erst nach Gott sein Recht trachten, weil wir sagen dann, dort wie es dumm hat, dass wir vielleicht nicht sehr nicht nach Gott sein Recht trachten dann. Erst nach Gott sein Recht trachten, das andere Wort uns alle zu teilen wollen, und das uns dann fehlen, der zeigt. In der Bibel redet noch mehr von wo wir schaffen sollen. Das meint nicht, dass wir nicht dann schaffen sollen. Wir sollen die Welt schaffen, wir sollen uns anstrengen, wir sollen so gut als wir können.
Aber was die Folgen von unserer Arbeit sind, dort ist Gott seine Sache, dort ist nicht unsere Sache. Einige kriegen eine direkte Belohnung für ihre Arbeit, haben einen direkten Lohn. Einige wollen direkt davon. Nächsten direkt, das finde ich ganz toll. Aber dort ist dann up to Gott, dort ist nicht up to uns. In der Bibel sind mehrere Versen, was wir uns feststellen können, ich will 2 sagen und dann wir schließen. In Kolosser Kapitel 3, Vers 23 sagt der Apostel Paulus zu der Gemeinde so, er sagt, alles, was ihr tun, tut vom Herzen jähren aus für Gott und nicht für Menschen. Je weiten, dass die vom Herrn in Aufgott kriegen wollen, je dann dem Herrn Christus. So alles, was wir dann auf dieser Welt haben, das präsent, eine größere Bedienung als bloß ans physischen Körper und unsere Hungersbedürfnisse, was wir haben, dort hast viel mehr als dort. Und dann noch ein Vers, wo wir verlesen in Sprüche 13, Vers 11, und dann dort war der letzte Vers, und von der das ist, Anerbrechend Geld verschwingt leicht, wer dort übersteckt, wie es verdient, bei dem, was das war. In Sprüche 13, Vers 11. So, wenn wir schaffen, dann werden wir noch durch am Thema dort abrechtig schaffen dann. Nicht mit Anerbrechtigkeit, aber mit Anwahrheit, oder mit Glückseligkeit. Wenn wir so schaffen, dort mit was immer wir tun, Menschen können sein, wir schaffen für Gott, wir sind Gott ungetan, und Gott ist Nummer 1 in uns Leben, und dann werden wir froh und mutig so schaffen, als Gott uns dann Gelegenheit gibt für uns irdisches, körperliches Leben. Was von dir? In nächste Woche wieder gehen wir Frau Nummer 3.